Hast du dich schon mal gefragt, warum viele von uns, mich eingeschlossen, normalerweise sich ganz leicht ängstigen lassen? Warum lassen wir uns überhaupt so schnell Angst machen? Ich will dir eine Erklärung geben, die ich im Laufe der Jahre herausgefunden habe. Die offizielle Meinung ist ja, Angst schützt uns davor, dass wir keine Fehler machen und dass wir nicht sterben und dass wir nicht von der Klippe springen. Aber das ist nur eine Seite der Medaille. Die andere Seite ist, dass wir in einem gewissen Maße auf dem Modus der Angst sehr ansprechbar und sehr erreichbar sind. Und wenn ich das Wort Angst ausspreche, kann es schon sein, dass ich einen höheren Herzschlag spüre, der bei mir schon ein Gefühl von aufkommender Angst auslöst. Deshalb möchte ich mich eigentlich auch gar nicht mit dem Thema beschäftigen. Aber sich mit dem Thema Angst zu beschäftigen, ist keine schlechte Idee, wenn man Angst überwinden möchte. Jedenfalls das zu viel an Angst. Ja, und die große Frage ist noch, ich hatte gesagt, ich gebe eine Erklärung dafür, warum die Menschen zu einem großen Teil in Angst ticken. Wir haben ein paar Persönlichkeitsmuster, die etwas stärker in uns schwingen als andere. Und eins dieser Muster ist das Angstmuster. Und jetzt scheint es tatsächlich so zu sein, dass ganz, ganz viele Menschen dieses Angstmuster als hauptsächliches oder zweites nachgeordnetes Muster haben. Oder vielleicht, dass das Angstmuster auf Platz 3 steht. Aber so wie es aussieht, haben viele Menschen eine sehr hohe Ansprechbarkeit auf Dinge, die ihnen Angst machen. Ja, und das ist nicht gut, denn Angst essen Seele auf, hieß es mal in einem frühen Film ich glaube, der 70er Jahre. Angst macht Enge und Angst hält uns ab von Gesundheit, möchte ich fast sagen, beziehungsweise bringt uns schneller wieder an die Trigger, die uns krank machen oder in den Zustand versetzen, wo wir das Gefühl haben, das macht mich krank, das stresst mich. Angst und Stress sind aber keine guten Berater, wenn es darum geht, gesund bleiben zu wollen. Und deshalb möchte ich dir eine Möglichkeit zeigen, wie du mit Angst umgehen kannst. Die erste Möglichkeit ist immer, wenn du eine konkrete Angst hast, klopfe sie. Also, wenn du Angst hast vor was auch immer, das kann ja ganz was Banales sein, dann sprichst du es aus und klopfst diese Klopfpunkte. Also sagst beispielsweise, meine Angst, auf die Veranstaltung gleich zu gehen, meine Angst, mich mit den Leuten unterhalten zu müssen, meine Angst davor, in der Öffentlichkeit zu stehen, meine Angst davor, wieder auf die Veranstaltung zu gehen, meine Angst davor, mit diesen Leuten reden zu müssen, meine Angst davor, was passiert, wenn ich mich falsch ausdrücke. Was auch immer dir in den Sinn kommt, kannst du erstmal erwähnen und klopfen und dann kannst du nochmal fragen, was ist es eigentlich konkret? Und dann wirst du rausbekommen, dass du eventuell Angst hast, dich zu blamieren. So, und dann kannst du noch eine Runde klopfen. Meine Angst, mich zu blamieren. 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 Und irgendwann kommt wieder dieses tiefe Atmen und dann kannst du zwar noch 1, 2 Runden weiterklopfen, aber wahrscheinlich
ist die Angst, dich zu blamieren, dann schon weitaus weniger geworden, wenn nicht ganz weg. Das ist das eine, was du machen kannst. Das andere, was auch sehr gut funktioniert nach meiner Wahrnehmung, ist die Angst komplett loszulassen zu einem konkreten Thema. Also, ich mache das jetzt nochmal vor. Ich entscheide mich, meine Angst, mich gleich zu blamieren oder mich in dieser Veranstaltung zu blamieren, lasse ich jetzt komplett und für immer los. Und ich entscheide mich, sämtliche Verankerung dieser Angst, mich zu blamieren, die irgendwo in meinem System verankert ist, die lasse ich auch komplett los. Und auch da ist schön, wenn du nochmal tief atmest, etwas zur Ruhe kommst, einen Moment wartest und vielleicht schaust, ob da noch Reste sind, die du auch noch loslassen kannst. Ja, und dann habe ich noch etwas. Du kannst in das Thema, wo du Angst fühlst oder wo du Angst antizipierst, das heißt, du erwartest, dass du in der Situation Angst hast, das Thema kannst du in eine neue Freude tauchen. Also, du stellst dir vor, du bist in der Veranstaltung und du entscheidest dich jetzt in dieser Veranstaltung während genau diesem Zeitpunkt, während genau dieses Momentes die Angst in Freude zu tauschen. Also du wechselst das Angstgefühl in, und jetzt kommt's, kindliche Freude. Und du sagst, ich entscheide mich, während ich in dieser Veranstaltung bin, wird meine Stimmung von kindlicher Freude erfasst. Und wenn du es auf die Spitze treiben willst, dann sagst du sogar, ich entscheide mich, während dieser Veranstaltung wird mein Gefühl von kindlicher Freude dominiert. Und wenn du gar nicht zuversichtlich bist, dass das klappen kann, dann mach mal einen Test. Nimm die Hand aufs Herz und dann sag, ich entscheide mich jetzt, kindliche Freude zu fühlen. Und ich entscheide mich jetzt, dass sich mein ganzer Körper durch kindliche Freude erfassen lässt. Und wenn du das dem richtig nachspürst, wirst du merken, dass dein ganzer Körper anfängt zu vibrieren vor kindlicher Freude. Diese kindliche Freude ist nämlich was Unversehrtes, etwas ganz Ungeschminktes und etwas ganz Originäres, was man als Kind einfach so hat, weil man sehr unbedarft ist, in diesen Momenten zu sein, wo man sich einfach nur im Jetzt und in seiner Freude befindet. Ich wünsche dir, dass du egal welche Angst, durch egal welche Intervention auf jeden Fall reduzieren kannst, sodass sich immer mehr Gesundheit bei dir ausbreitet. Alles Liebe für dich, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Ach, und wenn du meinen Kanal noch nicht abonniert hast, dann hol das nach. Und falls dir das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Like-Daumen.